Guten Tag, liebe Studenten. Heute haben wir das Thema Österreich. Das Thema der Vorlesung heißt Allgemeines über Österreich, politisches System von Österreich, Kultur in Österreich und Bundesländer. Österreich ist weder der kleinste noch der größte Staat Europas. Wir ordnen es eher den Staaten mit kleinerer Ausdehnung zu. Österreich erstreckt sich auf einer Fläche von 84.000 Quadratkilometer. In diesem malischen Land leben etwa 8,1 Millionen Einwohner. Den überwiegenden Teil der Bewohner bilden Österreicher. Selbstverständlich leben hier auch einige nationale Minderheiten. Es sind zum Beispiel Tschechen, Italiener, Ungarn, Slowenen und die Amtssprache ist Deutsch. Sehr beliebt sind einige Dialekte, der Oberdeutsche und der Niederalemannische. Österreich grenzt an die Bundesrepublik Deutschland, an Liechtenstein, an die Schweiz, an Italien, Slowenien, Ungarn, an die Slowakische Republik und an die Tschechische Republik. Die Grenzen sind etwa 2700 Kilometer lang. Das ist Flächenverteilung in Österreich. Österreich ist ein überwiegend gebirgiges Land. Etwa 2/3 des Staatsgebiets werden von den Alpen bedeckt. Sie können in 3 Hauptzonen unterteilt werden. Die nördlichen Kalkalpen, die südlichen Kalkalpen und die zentralen. Der wichtigste Fluss Österreichs ist die Donau, die das Wasser fast vom gesamten Staatsgebiet abführt. Ihre Länge beträgt ca. 360 Kilometer. Die Donau wird für den Schiffsverkehr benutzt. Die wichtigsten Zuflüsse sind Inn, Traun, Salzach, Ems und Thaya. Sie stellen eine große Energiequelle dar. Der bekannteste österreichische See ist der Bodensee, der allerdings gleichzeitig zur Bundesrepublik Deutschland und zur Schweiz gehört. Des Weiteren sind es Neusiedlersee, Traunsee, Wörthersee, Attersee, Hallstätter See, Mondsee, Wolfgangsee und so weiter. Diese Plätze sind bei den Touristen sehr beliebt. Große Bedeutung hat auch der Fischfang. An der Spitze des Staates steht der Bundespräsident. Er übt sein Amt 6 Jahre lang aus. In Österreich gilt die Verfassung aus dem Jahre 1920. Das Parlament hat 2 Kammern. Es ist der Nationalrat und der Bundesrat. Die Abgeordneten werden für eine Periode von 4 Jahren gewählt. Das Wahlrecht hat jeder österreichische Bürger ab 16 Jahren. Die wichtigsten österreichischen politischen Parteien sind Österreichische Volkspartei, Sozialdemokratische Partei Österreich. Die Nationalflagge wird durch 3 waagerechte Streifen gebildet: Rot, Weiß, Rot. Österreich ist Mitglied der Europäischen Union. Die verwendete Währung ist der Euro, 1 Euro. Und jetzt sprechen wir über Landwirtschaft in Österreich. Österreich ist ein wirtschaftliches entwickeltes Land. Die fruchtbarsten Gebiete liegen im Flussgebiet der Donau und der Niederung im Osten. Es werden hier Kartoffeln, Zuckerrüben, Wein, Obst, Gemüse, Getreide, Weizen, Gerste, Korn, Hafer und Mais angebaut. Und jetzt bitte kurz über Kultur in Österreich. Wir wissen, dass in Österreich so weltberühmte Komponisten der Welt gelebt und geschafft haben. Mit Österreich sind auch wichtige Namen verbunden wie Sigmund Freud, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Franz Schubert. Und hier sind einige Dateien über historischen Überblick. Das sind Habsburger Monarchie, das ist verbunden mit der Geschichte von Österreich. Und wir wissen, dass Österreich aus 9 Bundesländern besteht. Die Bundesländer sind Burgenland, die Hauptstadt ist Eisenstadt, Niederösterreich, die Hauptstadt ist Stadt Köln,
Oberösterreich, die Hauptstadt ist Linz, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien und Vorarlberg. Das sind die 9 Bundesländer von Österreich und ihre Hauptstädte. Also wir wissen, dass Wien die Hauptstadt von Österreich ist. Hier sind die Sehenswürdigkeiten von Wien. Also Wien ist die Hauptstadt von Österreich und zugleich ein eigenes Bundesland. Es erstreckt sich an beiden Ufern der Donau und zählt ca. 1,6 Millionen Einwohner. Es ist ein wirtschaftliches, administratives, politisches und kulturelles Zentrum des Landes, die dritte UNO-Stadt, eine beliebte Konferenzstadt, Sitz vieler internationaler Organisationen, Hochschulen und der älteste österreichische Universität. Wien ist reich an Bauwerken aller Epochen. Einer der Wahrzeichen von Wien ist der gotische Stephansdom. Die schönste Barockkirche Wiens ist die Karlskirche. Also das zweite Bundesland ist Tirol. Die Hauptstadt von Tirol ist Innsbruck. Und in Tirol liegen, also befinden sich die bekanntesten Urlaubsländer. Zählt zu den bekanntesten Urlaubsländern. Und Oberösterreich, das ist das dritte Bundesland von Österreich, die Hauptstadt ist Linz. Hier lebten und schufen die weltberühmten Persönlichkeiten wie Astronom Kepler, Stifter und Mozart und so weiter. Und das nächste Bundesland ist Niederösterreich. Die Hauptstadt von Niederösterreich ist Stadt Pölten. Das ist das größte Bundesland in Österreich. Und viele Kulturdenkmäler gibt es in der Stadt Pölten, Pulkau und Krems. Interessante Klöster, Netzwerk und also viele Sehenswürdigkeiten liegen hier. Das nächste Bundesland heißt Salzburg. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Also hier liegt der Nationalpark Hohe Tauern. Und hier gibt es auch das Schloss Mirabell. Mozart ist in Salzburg geboren und hier wird jedes Jahr Mozartfest statt. Steiermark, die Hauptstadt dieses Bundeslandes, ist Graz. Hier gibt es auch so schöne und viele historische Baudenkmäler. Das nächste Bundesland heißt Kärnten. Die Hauptstadt von diesem Bundesland ist Klagenfurt. Und hier gibt es auch so viele Sehenswürdigkeiten, also Kulturdenkmäler. Und das nächste Bundesland ist Vorarlberg. Die Hauptstadt ist Bregenz. Seit 1980 gibt es hier das internationale Musikfestival. Der Bregenzer Wald und der Bodensee, beliebte Wintersportgebiete liegen hier in diesem Vorarlberg. Und das nächste Bundesland heißt Burgenland. Die Bundeshauptstadt ist Eisenstadt. Hier gibt es auch so schöne Hauptdenkmäler und Sehenswürdigkeiten. Also wir haben über Österreich, Allgemeines über Österreich gesprochen. Und im Seminarunterricht werden wir weiter an diesem Thema arbeiten. Und wir haben heute über Allgemeines, über das politische System, über Kultur, Landwirtschaft und über die Geografie von Österreich gesprochen und natürlich über die Bundesländer. Und zu diesem Thema, zur Vorlesung, haben wir einige Fragen, die Fragen zur Kontrolle. Sie müssen auf die Fragen antworten. Und wie zum Beispiel, wo liegt Österreich, wie viel Einwohnerzahl hat Österreich, wodurch ist Österreich in der Welt bekannt, und über Kultur in Österreich, zum Beispiel die weltberühmten Persönlichkeiten und aus wie vielen Bundesländern besteht Österreich. Und Sie müssen auch über politisches System in Österreich sprechen.
Danke für eure Aufmerksamkeit.